Hallo, heute möchte ich dir eine Methode vorstellen, wie du ganz einfach deine Wohnung oder dein Haus langfristig sauber halten kannst. Okay, zugegeben, so einfach ist es nicht, aber nur aus einem Grund. Aller Anfang ist schwer. Und so auch dieser. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, sich Gewohnheiten anzueignen und Routinen zu etablieren. Vielleicht hast du schon mal etwas von der Fly Lady Methode gehört, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls geht es bei der Fly Lady Methode, der Finally Loving Yourself Methode darum, die Wohnung oder das Haus in verschiedene Zonen einzuteilen, die nacheinander abgearbeitet werden. Außerdem gibt es tägliche To-Dos und tagesabhängige Aufgaben, die zu erledigen sind. Das Ziel dahinter ist, dass man in einem Rhythmus von 5 Wochen einmal die komplette Wohnung von oben nach unten gereinigt hat und das auch noch ohne großartige Mühen. So hat man auch langfristig Motivation und genug Energie, stets eine saubere und einladende Wohnung herzurichten und wird nicht plötzlich von einer Vielzahl an Aufgaben überschwemmt. Getreu dem Namen Finally Loving Yourself geht es auch darum, sich selbst lieben zu lernen, unter anderem durch aufgebaute Routinen, eine ordentliche Umgebung und Zeit für sich. Klingt total absurd, aber irgendwie auch spannend? Dann bleib dran und wenn dir das Video gefällt, lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Schreib mir doch auch einen Kommentar, ob du die Fly Lady Methode schon kennst und vielleicht sogar selbst verfolgst. Das würde mich sehr interessieren. Das Video wird wie folgt aufgebaut sein. Ich gehe auf 4 weitere Punkte ein, nämlich die Gebote dieser Methode, die möglichst befolgt werden sollen. Das ist nicht etwa ein Glaubenskurs, sondern soll eine Hilfestellung dazu geben, alles möglichst erfolgreich umzusetzen. Danach möchte ich einmal genauer auf das System hinter der Methode eingehen, also wie das Ganze genau funktioniert. Der dritte Punkt ist der spannendste. Hier soll es darum gehen, wie du schnell und einfach in die Methode einsteigen kannst und das auch noch perfekt auf dich abgestimmt. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, die dir bei deiner Umsetzung helfen könnten. Fangen wir also an mit den Geboten. Da hätten wir zunächst das Herzstück der Küche. Erstens, sorge dafür, dass deine Küchenspüle sauber ist und glänzt. Hintergrund ist, dass wenn die Küchenspüle sauber ist, gleich die komplette Küche viel ordentlicher aussieht. Zweitens, ziehe dir jeden Morgen ordentliche Kleider an, auch wenn du gar nicht aus dem Haus musst. Am besten auch die Schuhe. Damit ist gemeint, dass du dich jeden Morgen so frisch und schick machst, dass du jederzeit das Haus verlassen könntest. So vermeidest du es, in einen Trott zu fallen und bist direkt morgens viel motivierter loszulegen. Drittens, starte den Morgen mit deiner Morgenroutine und beende den Tag mit deiner Abendroutine. Routinen sind wichtig, vor allem wenn es um die Erledigung von Dingen geht, die man vielleicht nicht so gerne abarbeitet. Daher wird es dir helfen, wenn du dir ganz eigene Routinen aneignest, die für dich passen und dir gut tun, da du sie auch einfach umsetzen kannst. Viertens, halte dich selbst davon ab, dich unnötig durch Social Media, den Computer oder den Fernseher abzulenken. So bleibst du fokussiert und versinkst nicht stundenlang, um dann zu merken, dass du noch gar nichts geschafft hast. Fünftens, räume Dinge direkt wieder weg, wenn du sie genutzt hast. Dadurch bleibt nichts liegen und alles findet schnell und einfach wieder zurück auf seinen Platz. Das spart dir später Arbeit. Sechstens, erledige eine Aufgabe nach der anderen und versuche nicht, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. Multitasking ist sowieso ein Mythos. Im Endeffekt erledigt man die Sachen doch nur hintereinander, von daher konzentriere dich darauf, die Dinge gewissenhaft und nacheinander abzuarbeiten. Siebtens, mache nicht mehr Unordnung, als du in einer Stunde aufräumen kannst. Wenn du nur Unordnung für eine Stunde anhäufst, hast du auch nur eine Stunde Arbeit. Achtens, denk auch an dich und tue dir wenigstens einmal am Tag etwas Gutes. Egal ob morgens, mittags oder abends. Irgendwann wirst du Zeit finden, auch diese wichtige Aufgabe zu erledigen. Neuntens, wenn du eine Aufgabe begonnen hast, dann erledige sie so schnell wie möglich. Je schneller du fertig bist, desto schneller kannst du dich deiner freien Zeit widmen. Zehntens, lächle wann immer du kannst, auch wenn dir vielleicht nicht danach zumute ist. Wenn du lächelst, wird sich automatisch auch dein Geist besser und glücklicher fühlen. Und damit sind wir beim letzten Gebot angekommen. Lache einmal am Tag. Lachen macht glücklich und du hast es verdient, glücklich zu sein.
Jetzt hast du schon mal einen ersten Eindruck bekommen, worauf die FlyLady-Methode abzielt. Neben verschiedenen Haushaltsaufgaben geht es dabei auch um dich selbst. Das grundlegende System geht aber noch weiter. Neben diesen Geboten gibt es 3 große Bausteine, auf denen aufgebaut wird. Da wären zunächst die täglich zu erledigenden Dinge, also das, was jeden Tag gemacht werden muss. Beispielsweise kurz das Bad grob wischen, die Spülmaschine ausräumen oder den Boden staubsaugen. Je nachdem, was bei dir eben jeden Tag anfällt. Der zweite Baustein sind die Zonen. Nach dem System geht man 5 verschiedene Zonen in 5 Wochen durch. Für jede Zone hat man also immer eine Woche Zeit. Nach dieser Zeit ist man dann einmal mit der ganzen Wohnung durch. Diese 5 Zonen können 5 verschiedene Zimmer sein oder falls du mehr Räume hast, kannst du auch mehrere Zimmer auf eine Zone legen. Für die Zonenarbeit bringst du täglich 15 Minuten Zeit auf. Denn deine einzelnen Zonen unterteilst du noch einmal in verschiedene Aufgaben und diese arbeitest du dann Tag für Tag in 15 Minuten Schritten ab. Bleibt am Ende der Woche eine Aufgabe liegen, dann ist das eben so. In 5 Wochen beginnt man ja sowieso erneut. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Tagesaufgaben, die je nach Wochentag rotieren. Dabei kannst du beispielsweise auf den Montag Termine legen, dienstags das Altglas wegbringen und mittwochs einkaufen gehen und so weiter. Also hast du jeden Tag deine täglichen Aufgaben, 15 Minuten Zonenarbeit und deine Tagesaufgabe zu erledigen. Und das war's. Dafür gibt es keinen Frühjahrsputz mehr, keine spontanen Großputzaktionen, wenn sich Besuch ankündigt und Staub hat auch keine Chance mehr. Zumindest keine große. Okay, klingt gut, denkst du, aber wie setze ich das Ganze jetzt um? Dafür nehme ich dich einmal mit bei der Gestaltung eines Plans. Zuerst fängst du an und überlegst dir, was du täglich erledigt haben möchtest und schreibst es auf. Bei mir sind das die folgenden Aufgaben. Die Küchenspüle und Zeilen sollen sauber und ordentlich sein, die Spülmaschine ausgeräumt und das Waschbecken im Bad und das WC sollen Gewicht sein. Außerdem bringe ich alles, was vom Vortag irgendwie stehen und liegen geblieben ist, wieder auf seinen Platz. Das mache ich also jeden Tag. Jetzt geht es an eine etwas anspruchsvollere Tätigkeit. Nun schreiben wir auf, welche Aufgaben generell erledigt werden müssen. Also alles, wirklich alles. Von sämtlichen Armaturen reinigen, über Badezimmerfugen putzen, zu Zimmertüren abstauben und wischen, Fenster putzen, Steckdosen von Staub befreien, Lampen putzen, den Backofen reinigen, den Kühlschrank auswischen, den Trockner und die Waschmaschine warten. Diese Liste könnte man mit einer Art Frühjahrsputzliste vergleichen, denn sie ist sehr umfangreich. Es ist auch nicht schlimm, wenn dir nicht auf Anhieb alles einfällt. Du kannst ja jederzeit ergänzen. Dann teilst du deine Wohnung in 5 Zonen ein. Beispielsweise als erste Zone das Bad und den Flur, als zweite die Küche, als dritte das Wohnzimmer, als vierte das Schlafzimmer und als fünfte die Abstellkammer und die Garage. Je nach deiner Gegebenheit eben. Versuche die Zonen ungefähr auszubalancieren, wobei du auf die erste und 5. Zone tendenziell eher kleine oder nicht so viel Arbeit bedürfende Räume legen kannst. Das liegt daran, dass man sich an den Monaten orientiert und ein Monat in der Regel aus 5 unvollständigen Wochen besteht. Dabei sind die erste und/oder die letzte oft nicht voll und daher hat man dann in der Zone dementsprechend etwas weniger Zeit. Aktuell ist bei mir August und der Monat hat an einem Dienstag gestartet und endet an einem Donnerstag. Die erste Woche hat also nur 6 Tage, wenn man das Wochenende mitzählt, und die letzte 4. Wenn du dann deine Zonen eingeteilt hast, kannst du deine Aufgaben den verschiedenen Zonen zuordnen. Viele Sachen müssen dabei jeweils in jedem Raum gemacht werden, zum Beispiel Fenster putzen oder Steckdosen reinigen. Manches muss man auch nur in einem Raum machen, zum Beispiel die Couch abwischen oder sowas. Und das war auch schon der größte Aufwand an der ganzen Methode, der dir aber eine super große Hilfe für die Zukunft bietet, denn daran kannst du dich in Zukunft immer orientieren. Außerdem kannst du ganz individuell entscheiden, wann du was machst und wie viel du in der Woche machst. Ob du also zum Beispiel von Montag bis Sonntag deiner Zonenarbeit nachgehst oder das nur auf die Tage von Montag bis Freitag beschränkst und dann dein Wochenende genießt. Zu guter Letzt hast du jetzt noch 7 verschiedene Tage, nämlich von Montag bis Sonntag, denen du Aufgaben zuordnen kannst. Das können Aufgaben von Altglas einwerfen zu Pfandflaschen wegbringen sein. Du kannst dir beispielsweise einen Tag auserküren, an dem du eine Sache machst, die du schon lange aufschiebst. Auf einen Tag kannst du stets deine Termine legen und an einem Tag kannst du regelmäßig deine Handtasche ausmisten. Ein Tag in der Woche sollte für Home Blessing draufgehen. Das soll für
eine Stunde mal die ganze Bude auf Vordermann bringen, stehen. Da wird einfach mal alles erledigt, was vielleicht mal liegen geblieben ist oder falls mal was dazwischen gekommen ist. Oder. Einen Tag in der Woche belegst du dir mit Self-Care und Me-Time. Auch die muss mal sein und wird dir gut tun. Dann kannst du dich auch immer auf etwas weiteres in der Woche freuen. Wenn du dann deine ganzen täglichen Aufgaben, Zonen- und Zonenaufgaben und Tagesaufgaben aufgeschrieben hast, kannst du dich an die Reinschrift machen und dir einen ordentlichen Plan kreieren, den du regelmäßig ansiehst und befolgst. Und das ist die ganze Magie. Haushalt, Termine und Selfcare in einem und das mit wenigen Stunden Arbeit in der Woche. Falls dir das ganze Planerstellen nach viel Arbeit klingt, denk einfach daran, dass das nur eine einmalige Arbeit ist. Danach geht es nur noch an das Abarbeiten und du hast eine super Struktur, die dir auf Dauer so viel bringen wird und ein echter Gewinn für deine Umgebung und Persönlichkeit sein wird. Bevor du das Ganze sacken lassen kannst, hier noch ein paar Tipps von mir. Vor allem am Anfang solltest du konsequent sein. Erst nach ein paar Wochen stellt sich eine Routine ein und dann klappt das Ganze ganz von selbst. Sobald diese Gewohnheit dann da ist, zahlt es sich aus. Trotz dessen solltest du nicht zu kritisch mit dir sein. Du hast an diesem Tag nicht so viel geschafft wie am Tag davor? Solange das Haus nicht gleich Kopf steht, gibt es Schlimmeres. Es wird eine Weile dauern, da reinzukommen. Die ersten 2-3 Durchgänge laufen wohl eher nicht perfekt, aber sind wir doch mal ehrlich, mein System, wenn man es denn so nennen will, das ich vorher hatte, war das auch nicht. Der nächste Tipp ist, dass du deinen Plan irgendwie wieder nutzbar machst oder dir regelmäßig Listen erstellst, die du abhaken kannst. Beispielsweise kannst du deinen Plan ausdrucken oder aufschreiben und in einer Klarsichthülle an den Kühlschrank hängen. So hast du ihn nicht nur regelmäßig vor Augen, sondern du kannst ihn auch mit einem Folienstift beschriften, Dinge abhaken und nach der Woche alles wieder abwischen und das immer wieder machen. Wenn dir jetzt auch wie mir der Kopf glüht, dann empfehle ich dir, erstmal eine kleine Pause zu machen. Ich persönlich hatte super viel Spaß beim Erstellen meines Plans und bin auch immer noch dabei, ihn hier und da auszubessern. Der schwierigste Teil ist es, sich erstmal einen Plan zu machen und dann in die Abarbeitung dieses zu gelangen. Du wirst aber merken, dass es ein super tolles Gefühl ist und man so viel schafft in kurzer Zeit. Selbst Putzmuffel und die, die einfach keinen Spaß daran haben, haben nicht zu viel damit zu tun und haben trotzdem eine saubere und ordentliche Wohnung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du schaffst es damit zu deinem ersten eigenen Fly Lady Plan, denn dann war die ganze Mühe nicht umsonst. Lass mich gerne wissen, was du davon hältst und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich auch sehr über dein Abo. Vielen Dank für das Zusehen, mach's gut und bis bald. Tschüss!